Mit einem weiteren Kurzstreckenflug erreichen wir nun mit Phnom Penh die Hauptstadt Kambodschas. Unser zentral gelegenes, komfortables Ressorthotel bietet alle Voraussetzungen für einen angenehmen Aufenthalt. Nach einer kurzen Autofahrt erreichen wir rasch die ersten Sehenswürdigkeiten, den Unabhängigkeitsplatz sowie die Königsstatue. Danach geht es weiter zur bedeutendsten Attraktion der Stadt, dem Königspalast. Schon bei der Anfahrt präsentiert sich das Wirtschaftszentrum des Landes mit seinen mehr als 2 Millionen Einwohnern überaus modern und aufgeräumt. Nun haben wir das Independence Monument erreicht, ein 20 Meter hohes Denkmal im Angkor-Stil, welches an die Erlangung der Unabhängigkeit von Frankreich im Jahre 1953 erinnert. Der riesige Platz ist umgeben von stattlichen Gebäuden wie dem Haus des Premierministers und diversen Botschaften. Etwas weiter östlich befindet sich die eindrucksvolle Statue des hochverehrten Vaters des derzeitigen Königs, Norodom Sihanouk, der 2012 als Nationalheld verstarb. Vom Unabhängigkeitsplatz aus sind es nun nur noch wenige Fahrminuten, bis man eine der Hauptsehenswürdigkeiten der Stadt, den Königspalast, erreicht. Der prächtige Gebäudekomplex, der seit seiner Errichtung im 19. Jahrhundert beständig erweitert und modifiziert wurde, ist gleichzeitig die Residenz des heutigen Königs Sihamoni. Teilbereiche des weitläufigen Areals sowie 2 Hauptgebäude sind für die Besucher geöffnet. Vom Eingang aus führt der Rundweg zunächst in den nördlichen Bereich der Anlage. Im Zentrum eines dekorativen Gartens befindet sich der prunkvolle Thronsaal, der für Krönungszeremonien und Staatsempfänge genutzt wird. Eine Besichtigung des Gebäudeinneren ist zwar möglich, Film- und Fotoaufnahmen hiervon sind jedoch streng verboten. Allerdings bietet auch der Außenbereich eine große Auswahl an ansprechenden Motiven. Unbedingt sehenswert sind auch die schmucken Nebengebäude und Pavillons, die den Thronsaal auf allen Seiten umgeben. Einen genaueren Blick wert sind auch die dekorativen Bepflanzungen in den weitläufigen Gartenanlagen. Nun nähern wir uns dem von einem Wandelgang umgebenen Pagodenhof, welchen man durch ein Portal in der Ummauerung betritt. Das Herzstück dieses Bereiches bildet die sogenannte Silberpagode, die ein mehrstufiges Dach von hohen Säulen aus italienischem Marmor getragen wird. Ihren Namen verdankt die Silberpagode den mehr als 5000 Bodenfliesen aus kambodschanischem Silber. Allerdings sind auch hier Innenaufnahmen nicht gestattet. In der Umgebung der Silberpagode befinden sich zahlreiche Stupas, die die Asche mehrerer Mitglieder der Norodom-Familie enthalten.
Auf der den Pagodenhof umgebenden 604 Meter langen Mauer wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts von 40 Künstlern die Khmer-Version des Ramayana aufgemalt, eines dem Hinduismus entspringenden Epos. Danach geht es weiter zum Ausgangsbereich des Königspalastes und wir wenden uns nun der nächsten Sehenswürdigkeit, dem nur wenig weiter nördlich befindlichen Wat Unalom, zu. Nach kurzer Fahrt durch die belebten Straßen erreichen wir die Pagode, welche bereits im 15. Jahrhundert entstand und als Zentrum des kambodschanischen Buddhismus gilt. Im Inneren entdecken wir ein zunächst unauffällig wirkendes Relief, das uns jedoch bei seiner Umrundung in ungläubiges Erstaunen versetzt. Nachdem auch die Gegenprobe ähnlich verläuft, entdecken wir erst bei näherem Hinsehen, dass es sich nicht um ein Hoch-, sondern um ein Tiefrelief handelt. Dies ist dem menschlichen Gehirn offensichtlich nicht als Sinnestäuschung vermittelbar. Von Wat Unalom geht es nun weiter zu dem Tempel, welcher der Stadt ihren Namen gegeben hat, nämlich Wat Phnom. Er wurde auf einem 27 Meter hohen, künstlich aufgeschütteten Hügel erstellt und bildet somit gleichzeitig die höchste Erhebung der Stadt. Das ursprüngliche Gebäude aus dem 14. Jahrhundert ist zwar nicht mehr vorhanden, jedoch wurde es mehrfach erneuert und renoviert, sodass die Innenbesichtigung überaus lohnend ist. Besonders auffallend sind die zu kunstvollen Arrangements zusammengestellten Geldspenden. Wieder außen angelangt, erhalten wir von unserer Führerin noch einen kleinen Kursus zur kunstvollen Gestaltung von Lotusblumen. Eigene Versuche wirken naturgemäß noch etwas unbeholfen. Der zum Tempel gehörige Stupa beherbergt die Asche von König Ponheayat, der Phnom Penh im 15. Jahrhundert zur Hauptstadt machte und ist Zentrum der Feiern zum Neujahrsfest. Ein besonderer Platz gebührt den zum jeweiligen Jahreswechsel gültigen chinesischen Tierkreiszeichen. Von hier aus geht es nun weiter zum Ufer des Mekong, der uns bereits während des größten Teils unserer Reise treu begleitet hat. Reizvoll ist hier vor allem eine Bootsfahrt zum Sonnenuntergang, die unseren Aufenthalt in Phnom Penh zu einem stimmungsvollen Abschluss führen soll.
Nach der Bootsfahrt setzt auch die Rückfahrt zum Hotel nochmals atmosphärische Highlights.